Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Wieder mal eine Folge fast ganz live vom German Testing Day 2023 hier aus Frankfurt. Gerade hatte ich ein Gespräch mit Oliver Held und Oliver testet Spiele. Das ist für mich natürlich ganz spannend als alter World of Warcraft Zocker. Oliver ist in dem Team, das das MMORPG Tibia testet, ein Spiel, das seit 25 Jahren verfügbar ist und dementsprechend groß und gewachsen ist. Und er erklärt uns, wie man sowas eigentlich testet, wie man sich dem Ganzen nähern kann, ob man ein bisschen Cheats nutzen kann, ob es einen Goat-Mode gibt, wie man Spieler daran beteiligt und was für lustige Bugs es in die Produktion geschafft haben. Viel Spaß beim Hören. Hallo Oliver, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Also freut mich sehr. Ja. Danke. Ja. Ja. Soll ich eigentlich Richard oder Richie sagen? Richie, bitte. Richie. Ja, so Danke, ist besser. Richie. Ja, gerne. Ja, wir sind ja hier am German Testing Day und ich habe mir das Speaker-Programm durchgesehen, im Konferenzprogramm vorneweg, und da stand dein Name und daneben Game Testing. Und da habe ich mir gedacht, Game Testing, das ist ja eine geile Sache, die will ich mal bei mir im Podcast haben. Wie man denn eigentlich Spiele testet. So, Das hat dich interessiert. Das hat mich interessiert. Also mich freut es, dass da auch überhaupt ein Interesse besteht. Ja. Aber also wir waren ja auch schon beim German Testing Day die Jahre davor, jetzt im virtuellen, und wir haben da auch immer sehr viel mitgenommen. Aber ich habe auch gemerkt, dass viele eigentlich das gar nicht so einschätzen können. Also ich kann jetzt natürlich nicht für die Branche sprechen, ich kann es nur aus meiner Bubble berichten, wie es so läuft bei uns, und ob das jetzt perfekt ist, will ich auch nicht behaupten, aber aber ich habe da schon Interesse gespürt, einfach weil viele da einfach, teilweise weil sie selber zocken oder weil sie da besser anknüpfen können, oder weil sie alle auch schon mal einen Bug gefunden haben im Spiel, also sich geärgert haben oder gefreut haben, weil es gibt ja auch lustige Fehler im Spiel, also Genau. aber ich hatte das Gefühl, und ich hatte auch Bock, muss ich auch dazu sagen, einfach mal hier einen Vortrag zu halten, und es hat mich auch sehr gefreut, dass der da angenommen wurde. Genau. Ja, und jetzt wollen wir es natürlich wissen. Wie testet man denn jetzt ein Spiel? Ja, also ein Spiel, das kommt ja immer ein bisschen auf das Spiel an. Also wir testen wir entwickeln wir nennen es lebendige Online-Welten. Also das kann ein Mobile-Game sein. Also es ist völlig egal, was für eine Plattform das ist. Wir hatten auch jetzt letztens, um mal bei den kleinen Produkten anzufangen, jetzt auch ein Spiel, was man nur mit mit Kryptowährung spielen konnte. Das fand ich auch durfte ich auch testen. Das war dann sehr technisch, aber irgendwo auch cool. Und auch Mobile Games hatten wir. Wir haben halt ein großes Spiel, wofür wir bekannt sind. Jetzt tatsächlich auch mehr so in Brasilien, gar nicht so in Deutschland. Das ist Tibia, das ist halt so ein Massive Multiplayer-Spiel. Und wie testet man das? Ich sag mal, bei dem Spiel ist noch das Besondere, es gibt es nicht seit gestern, es gibt es seit 1997. Und es wird halt jede Woche, kriegt es ein Patch, und dann kommen wieder Zwischenreleases und große Updates. Wir sind gerade in einem Sommer-Update zum Beispiel, wo einfach viele Features dabei sind, also viel, was der Spieler sieht, also neue Abenteuer, die wir testen, aber auch neue Funktionen, neue Logiken, also die auch parallel dann funktionieren müssen, sollten. Und da bist du dann auch mal, sag ich mal, wir testen jetzt, glaube ich, so um die 7 Wochen an diesem Update, und und versuchen uns da halt aufzuteilen, dass jeder dass wir es halt in der Zeit halt kriegen, also dass wir sagen können, das hat jetzt die nötige Qualität, die es braucht. Also wir können ja nicht einfach sagen, wir lassen das jetzt alles die Spieler testen, die werden schon die Fehler finden. Das wäre halt fatal. Also wer sich ein bisschen auch mit dem Gaming-Markt so befasst oder mal so ein Auge drauf richtet, da geht es ja auch für die Spieler, wäre es natürlich auch sehr emotional schrecklich, wenn sie dann auch zum Beispiel sterben würden im Spiel. Das tut in diesem Spiel tatsächlich sehr weh. Also da reden wir von, da spielst du eine Woche für irgendwas und dann stirbst du, weil da ein Fehler ist. Das wäre fatal. Dann hat er keinen Bock mehr zu spielen. Ja. Und am Ende des Tages geht es natürlich auch ums Geld natürlich, oder um die, sage ich mal, man möchte ja die Spieler auch behalten.
Und wir wollen auch ein Produkt haben, was eine ordentliche Qualität bietet und deshalb testet man auch Spiele. Also ich habe auch schon mal Stimmen gehört, so, warum testet ihr denn überhaupt Spiele? Also das ist ja nicht lebensnotwendig oder sowas, könnte man sagen. Aber nein, wir wollen natürlich auch wirklich die Spieler auch, wir sitzen alle in einem Boot, sage ich immer. Also das ist eine Reise und da sind die Spieler dabei und wir dabei und und wir versuchen dann hohen Qualitätsgedanken auch zu pflegen. Also da hat auch jeder Bock. Also das unterstelle ich jetzt auch mal allen vom Team, da auch den Ehrgeiz, dass wir da auch was Ordentliches raushauen, wenn es released wird. Und wenn jetzt kommt dieses neue Feature-Update und da gibt's Anforderungen dazu oder eine Beschreibung, gegen die ihr prüfen könnt? Also ja und nein. Oder jein. Also es gibt natürlich so Grunddesign-Dokumente, es gibt so Umsetzungsdokumente, gegen die wir quasi testen, aber wir sind weit von dem, wir prüfen nicht gerne. Also, oder sagen wir mal so, das Yin und Yang ist natürlich bei uns klar muss man irgendwas prüfen, ob es jetzt rot ist, aber wie viele explorative Tests auf diese eine Anforderung kommen, das darf man auch nicht vergessen. Und deshalb ist auch das explorative Testen bei uns hat einen hohen Stellenwert. Das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Ich kam vorher aus der Autoindustrie, da war es ein bisschen anders. Ja. Wir haben Anforderungslisten schon oder Anforderungen über Grunddesigns und versuchen da halt rauszukitzeln, zwischen den Zeilen zu lesen, wo ist denn das Risiko versteckt. Also, ja. Also genau. das ist auch dann viel Erfahrungswissen, was ihr dann einfach auch habt, ne? Wo ich würde lügen, wenn ich sagen würde, man muss das Spiel nicht kennen. Also man braucht sicherlich auch ein gewisses Produktwissen, aber ich finde aber auch immer wieder spannend, wenn neue Kollegen mal kommen also wir haben nicht so eine hohe Fluktuation, aber es kommen auch mal über die Jahre mal neue Kollegen und die haben dann einfach einen neuen Input. Also die haben auch eine andere Sichtweise, also Intuition spielt da schon eine Rolle, also finde ich. Und ohne das wäre es ja auch langweilig. Also wenn du genau. Und habt ihr da so gewisse so Testfile-Sets, auch die ihr immer wieder durchführt oder Checklisten, die ihr dann nutzt? Oder wie? Also, ja, ich sag's noch ungern, aber es kommt drauf an. Also, es hängt, wir haben schon, wenn jetzt zum Beispiel ein neues Outfit kommt, du kannst im Spiel zum Beispiel ein neues Outfit kriegen oder einen neuen Mount, also das ist so ein Tier, worauf du reiten kannst. Das sind tatsächlich Tests, wo wir auf Checklisten zurückgreifen, die erfahrungsmäßig halt Dinge abdecken. Wenn das schon alles okay ist, dann ist noch nicht zu Ende, aber das ist schon mal eine gute Basis. Und sonst, wir haben zwar auch Smoke-Test-Listen, aber die dienen uns primär eigentlich viel als Inspiration. Wie tief wollen wir denn das neue Feature testen? Also es geht jetzt weniger darum, wir haben jetzt einen neuen Release, wir wollen jetzt irgendwie alle Checklisten grün haben, sondern wie tief wollen wir das? Also wir versuchen da halt viel Vorarbeit zu leisten, dass man auch sagen kann, okay, das Neue ist gekommen und wie tief wollen wir das Alte testen? Das ist so ein bisschen die Frage. Da helfen auch Listen, aber die dienen mehr der Inspiration. Aber ja, ab und zu gibt es auch so Einzelfälle, wo wir dann auch kleinere Tests, die wirklich ähnlich sind, wo wir dann Checklisten benutzen. Ich denke, das ist ja schon eine große Aufgabe auch. Also das Spiel gibt es jetzt seit, was sind 97? 25 Jahre. Ja, Wahnsinn, ne? 25 Jahre. Das ist natürlich auch viel gewachsener Content da drinnen, ne? Der auch immer wieder mal betrachtet werden muss. Ne? So die alten Sachen, ob die denn eigentlich noch so tun, wie sie tun. Ja, absolut, aber das ist natürlich auch dann die Frage, wo willst du aufhören? Wo willst du anfangen, wo willst du aufhören? Und da ist halt diese Vorarbeit, bevor du den ersten Testfall wirklich also das ist ja nur die Kür, sage ich immer, dass man sich da genügend Gedanken macht, aber auch nicht nur am Anfang, sondern auch während dem Testen und auch nach dem Testen. Also auch das kann auch mal in einem Postmortem sein, okay, da hätten wir mehr Zeit oder Tests investieren müssen, aber das ist okay. Also ja, das ist schwierig, aber ich finde das trotzdem sehr spannend. Ja. Also immer wieder sich dieser Challenge, sage ich mal, zu stellen. Genau. Und
Wenn ich jetzt so überlege, ich würde ein Spiel testen, wahrscheinlich würde ich nach 2 Minuten gar nicht mehr ans Testen denken, sondern nur mehr ans Spiel und würde dann einfach zocken wollen. Wie geht's denn euch da damit? Ja, das ist jetzt so eine blumige, also wir verlieren uns tatsächlich auch manchmal, aber das, wie vielleicht auch bei anderer Software, dass du dein Ziel vielleicht aus den Augen verlierst. Ja. Also ich nehme mich da auch nicht aus, dass ich manchmal sage, okay, ich möchte jetzt einfach nur mal durch das Quest durchrennen, um einfach mal zu gucken, ob es grundsätzlich funktioniert. Wovon ich aber ausgehe, weil es schon in der Entwicklung ja auch schon ein paar Leute angeguckt haben. Aber dann dieses Rechts und Links gucken, okay, da habe ich was gesehen, wie funktioniert das eigentlich und so. Und dann dieses Fokussieren, das ist teilweise echt eine Kunst. Ja. Und dann wirklich diesen Miner-Bug dann doch mal liegen zu lassen, also diesen Fehler, der nicht so schlimm ist, der nur schlecht aussieht oder so, aber einen nicht daran, also kein Showstopper. Wir suchen wirklich diese Showstopper, wo du quasi wirklich hängen bleibst in so einem Quest oder wo der Client abstürzt oder irgendwas oder der Game-Server hängen bleibt oder, also das sind ja wirklich die interessanten Sachen, dass man da den Fokus legt. Wie macht ihr denn da euer Fehlermanagement? Habt ihr dann da irgendwie Videos, wenn ihr so einen Fehler habt, oder was protokolliert ihr denn da, damit der Entwickler dann auch weiß, wo Ja. Also wir arbeiten sehr viel mit so Step-by-Step-Listen, also mit Repros. Also das ist, ich sage immer, also es wäre ganz cool, wenn du es deiner Oma geben könntest und die wüsste ungefähr, wie es reproduzierbar ist. Also es ist auch wirklich wichtig, dass die Repro auch passt. Also es kann ja sein, dass da vielleicht 1, 2, 3 Spieler involviert sind, die bestimmte Aktionen in einem bestimmten Timing machen müssen. Also das ist nicht einfach so, du drückst jetzt 3-mal den Button und so. Das kann schon eine recht umfangreiche zum Reproduzieren sein, diese Liste, also sehr umfangreich sein, aber natürlich auch mit Screenshots und aber auch ab und zu, aber eher selten mit Videos, da kommen eher die Spieler um die Ecke mit Videos, aber das ist so ein bisschen so der, ich sag mal, vom Bug-Report her, den wir dann auch an den Entwickler geben, so ein eigener Anspruch, dass man dass der so wenig nachfragen muss wie möglich, dass er auch weiß, wie er es reproduzieren kann. Und auch ein anderer Tester ist dann auch wieder, jetzt kommt er wieder zurück, dass er es dann auch versteht, wie man es reproduzieren kann. Ja, verstehe. Also quasi ein gut beschriebener Fehler braucht der Entwickler trotzdem, damit er dann irgendwie mal auch findet. Ne? Hilft ja nichts, wenn er sagt, da ist ein Internal Error auf der Webseite. Ja, danke. Genau, das ist ja wie beim normalen Test. Ja, es ist ja auch, vieles ist ja auch wie bei anderer Software. So. Aber das ist uns wichtig und da kannst du auch mal, das ist gut investierte Zeit. Ja. Also, ja. Wie macht ihr denn das? Also jetzt ist ja so ein Spiel, wenn das 25 Jahre läuft, jetzt gibt es ja dann, da kann man ja unfassbar viel spielen und wahrscheinlich Levels irgendwie aufsteigen als Dings und ganz viel Zeug haben. Ja. Das kann man ja nicht immer wieder von vorne beginnen. Habt ihr da so irgendwie so Standard-Avatare oder sowas, mit denen ihr dann testet, die schon so fertig sind? Oder wie macht ihr das? Also wir haben so Testumgebungen und wir können mit sehr vielen, ich nenne es Testwerkzeuge bei uns, quasi den Charakter in die Situation oder auf den Stand bringen, den du brauchst. Also klar gibt es auch mal heuristisch gesehen mal so Charaktere, die unfassbar groß sind. Also das heißt, die haben unfassbar viele Items drin und natürlich ist es manchmal bei einem ersten Antesten ganz praktisch, wenn du einen Charakter nimmst, der einfach unfassbar viel von allem hat, weil einfach da viel mehr Potenzial drin ist, dass da irgendwas schief geht. Aber wenn du jetzt was Spezielles testen möchtest, dann haben wir so Testcharaktere und haben halt sehr viele, also irgendwann hat mal jemand die Ideen gehabt und da gibt es halt sehr viele Hilfsmittel, dass du sagen kannst, okay, ich möchte jetzt bei dem Quest, also bei dem Abenteuer mal in die Mitte springen quasi. Also und dann, klar muss man ein bisschen recherchieren, aber das geht dann relativ einfach. Es gibt jetzt nicht einen Knopf, wo man drauf drückt und dann ist er in der Mitte von dem Quest oder so. Aber da gibt es schon sehr viele Hilfsmittel, die uns dann auch sehr viel Zeit sparen. Genau. Wie entscheidet ihr denn, wenn ihr jetzt so ein Feature testet und man muss immer ein bisschen challengen, wie tief geht man rein? Ne? Wie trefft ihr dann eine Entscheidung, wir sind fertig, ihr könnt releasen? Oder ist das einfach so eine Gruppenentscheidung, wo man sagt, ja, fertig ist ja immer ein schwieriger Begriff. Also
natürlich, wir versuchen gerade neue Features und das Ganze, also gerade auch so große Updates, aber auch kleinere Zwischenreleases, ich sag mal, genügend zu schätzen. Also da wird auch sehr viel Zeit investiert und auch Hirnschmalz und Kommunikation und. Aber ja, natürlich gibt es ein Due Date von dem Test. Also irgendwann, klar, also in der Regel schaffen wir es zum Due Date, dass wir sagen, dass die Qualität ist da, wo wir sie haben wollen. Es ist alles mal so tief, wie wir es wollten, angetestet oder durchgetestet worden. Wir haben klar, also es ist schon eine gewisse Gruppenentscheidung, aber es ist auch viel Vertrauensbasis. Ich meine, also das entscheidet jetzt, da fragt dann der Teamleiter die Tester, die dann das Feature getestet haben, auch sicherlich auch mal, was hast du für ein Gefühl oder so. Und das spielt ja auch eine Rolle. Also mal abgesehen von den grünen Haken, die überall sind vielleicht, oder die Issues, die jetzt nicht mehr da sind. Aber ja, also so versuchen wir das. Klar, es gibt auch mal Situationen, man muss vielleicht an der Stelle sagen, wir testen ja nicht für irgendeine andere Firma, wir testen alles in-house für uns selber. Und wenn wir das Gefühl haben, okay, wir brauchen noch mal was, dann gibt es im Einzelfall halt nochmal einen Nachtest. Ja. Also dann muss man auch so ehrlich sein und sagen, okay, also mit allen, also auch mit den Entwicklern oder Produktmanagern und sagen, okay, wir brauchen noch mal ein paar Tage oder weil da das und das, da wollen wir noch mal ein bisschen genauer reingucken oder daran haben wir noch nicht gedacht bei der Schätzung und jetzt kommt es halt und das dauert halt, aber das ist, in der Regel schaffen wir es bisher immer ganz gut, den Due Date einzuhalten. Und bezieht ihr dann irgendwann im Test dann auch wirkliche Spieler mit ein, als Friendly User oder Beta-Test oder so? Ja, genau. Also ja, machen wir schon. Das finde ich auch wichtig. Also es findet zweimal im Jahr, nach dem internen Test, der zum Beispiel jetzt gerade läuft für das Sommerupdate, findet dann so 3-4 Wochen lang ein sogenannter, wir nennen es externer Test statt, wo also so 50.000, 70.000 Spieler, sage ich jetzt mal über den Daumen, werden eingeladen. Da muss ich kurz fragen, wie viel habt ihr insgesamt? 500.000 ungefähr, circa. Ja. Ich sage Ja. circa 500.000 aktive Spieler Okay. für dieses Spiel jetzt. Genau, für Tibia. Und ja, die werden eingeladen und also da sind wir auch sehr involviert und da gibt es einen Testserver extra, auch eine extra Webseite. Also alles für diesen externen Test wird sehr viel Aufwand betrieben. Und ja, die Spieler haben natürlich ich sag mal, also es gibt unterschiedliche Motivationen. Ich kann das gar nicht auf die einzelne Person jetzt sagen, aber die können dann halt die neuen Features so testen, also anspielen. Wir geben ihnen keine Checkliste oder sowas mit. Die sollen einfach das Produkt das Spiel so spielen, wie sie es sonst spielen und die können uns dann aus dem Spiel heraus, also quasi du läufst als Charakter rum, machst einen Rechtsklick, Bugreport erstellen, zack, und dann haben wir den. Und dann weißt du auch, wo er ist. Und dann kann er beschreiben, was der Fehler ist. Und das ist natürlich ganz hilfreich für uns. Und da kommt auch einiges auch zurück in so einem externen Test. Einfach so meistens Kleinigkeiten, diese Rechts- und Linksgeschichten, die ich eben erwähnt habe, die wir dann vielleicht mal liegen lassen, weil sie nicht so Showstopper-mäßig sind. Also so, ich rede von, es kann ein Rechtschreibfehler sein, es kann du kannst irgendwie an so einer Ecke, an einer Hauswand irgendwie, ist da was nicht so schön oder du bleibst irgendwie hängen oder so, aber kommt natürlich auch manchmal braucht man nicht reden, da gibt es dann die kritische Masse von Spielern, die dann auch mal was aufdecken, was du vielleicht nicht auf dem Tacho hattest. Also und es gibt da viele Vorteile, das zu machen, sage ich mal. Auch Balancing ist auch so ein Thema. Kannst du in diesem externen Test quasi mit, unsere Entwickler nehmen da halt so Kennzahlen, die sie dann auswerten und können dann bewerten, okay, da an der Schraube müssen wir noch mal ein bisschen drehen und das könnte dann halt vom Produkt her vor dem Release noch mal ein bisschen anpassen, was ja auch nicht uninteressant ist. Balancing bedeutet ja quasi, dass jetzt nicht einer übermäßig stark wird oder... ja, danke, dass du das nochmal erklärst. Genau. Also, ich spiele ja selber gerne. Danke, ja, richtig. Also Balancing, genau. Also der Boss, ist der zu stark? Sind das zu viele Monster? Ist eine von diesen, wir haben ja unterschiedliche Vocations, also du kannst ja Zauberer sein, Druide sein, also vier Vocations und
dass nicht eine irgendwie stärker als die andere wird durch irgendwelche neuen Logiken. Das will man ja verhindern. Klar kann man das theoretisch im Vorfeld machen und das ist auch, wenn man das nicht machen würde, wäre es fatal, aber nach so einem externen Test kannst du es vielleicht nochmal ein Stück weit besser bewerten. Jetzt ist es ja so, das Spiel ist 25 Jahre am Markt. Ne? Gibt es denn da auch noch, also wahrscheinlich auch so Technologiesprünge oder sowas, die halt auch nochmal speziell getestet werden müssen oder ganz neue technische Erweiterungen auch? Gute Frage. Also, das Spiel ist ja in 2D und es wird auch immer in 2D bleiben, muss man so zu sagen. Also das wäre natürlich so ein Punkt, wo man sagt, okay, wir gehen jetzt mal auf eine neue Grafik oder so, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das wird nicht passieren, aber das ist auch okay. Ja. Es gibt natürlich, ich sag mal so, mit Technologiesprüngen, wir haben halt, es kommt immer ein bisschen was dazu. Wir haben irgendwann mal die Idee gehabt, eine App zu entwickeln für das Spiel, was Informationen bietet. Das ist ja ein gewisser Technologiesprung, das anzubinden, oder was wir auch hatten, das ist jetzt, ich nenne es jetzt mal Technologiesprung, nach 25 Jahren haben wir das komplette Spiel vertont. Okay, ja. Also das war vorher tonlos. Ja. Und das war, sage ich mal, auch für den Test sehr interessant, weil klar, man kann jetzt sagen, Mensch, da kommt irgendeine Musik, aber es kommt halt nicht irgendeine Musik, es kommt halt nicht irgendein Sound. Und das war schon spannend, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es ins Raster von Technologiesprung passt, aber das war schon eine mega Aufgabe für alle. Ja, weil man ja nicht nur den eigenen Sound hat, da hat er wahrscheinlich auch Sound von anderen Mitspielern, ne, wenn der kommt. Das ist es genau. Also du musst das ist ja, auch bei dem Spiel ist wirklich alles so, du kannst auch als Spieler wirklich alles fein granular, du kannst den Sound von den anderen ausschalten, du kannst nur die Waffen von den anderen ausschalten, nur die Zaubersprüche von den anderen ausschalten. Also du kannst da nicht nur an- und ausmachen oder da kommt dann halt nach einer gewissen Logik kommt dann halt die Musik, die muss halt auch in der Regel passen, wo du dich gerade aufhältst und dann willst du vielleicht nicht 3 Stunden warten, bis dann wieder dieses Musikstück kommt. Du musst es halt manipulieren als Tester. Und wenn du zum Beispiel an eine Küste gegangen bist, dann klang das jetzt nicht immer gleich oder so oder an irgendeinem Brunnen. Also es gibt halt und dann zu bewerten, ist das jetzt der Sound, der richtig ist oder falsch? Und dann haben wir viel mit Logfiles und Manipulation gearbeitet. Also das fand ich schon das war letztes Jahr, fand ich schon sehr spannend. Ja. Also es war nicht nur einfach Musik. Ja, okay. Jetzt, du hast ja gesagt, ihr habt so gewisse Möglichkeiten auch in das Spiel mit einzugreifen als Tester, um an Positionen. Gibt es denn auch so einen geheimen, ich habe das früher immer so geliebt, so einen God-Mode, wo man so der Herrscher über alles wird und dann einfach wir schimpfen das God Spells. Also ist ähnlich, genau. Also ja, die Spieler würden sagen, ihr cheatet. Ja, genau. Also wir haben sehr, sehr viele solcher God-Spells, die uns einfach beim Testen helfen. Also die nutzen wir nicht nur, weil wir Bock drauf haben oder weil wir sagen, hahaha, wir können das jetzt, also wir nicht. Es hat schon alles seinen Sinn und die wachsen auch. Also das ist angefangen von, du musst nicht irgendwo hinlaufen. Ja. Also das wäre ja... Keiner will wie im echten Leben irgendwo hinlaufen, der will sich einfach hinteleportieren. Oder du möchtest ein gewisses Level haben. Also so sicher so offensichtliche Sachen, aber auch ganz viele Abfragen wie von irgendwelchen Zuständen. Wo bin ich denn jetzt im Quest? Kann ich alles relativ einfach abfragen und auch setzen. Also diesen Fortschritt, wie ich eben gemeint habe, dass du dich relativ schnell in eine Situation bringen kannst, was dann auch am Ende sehr viel Zeit spart. Wir arbeiten auch sehr viel mit Logfiles. Es geht auch viel um Informationen. Also alles, was mir hilft, an Informationen, um bewerten zu können, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Das ist alles sehr wichtig und das fällt auch in diese Manipulations- oder Informationsschiene. Ohne die würde es nicht gehen. Oder ich werde zum Beispiel auch in dem Vortrag in so einen Hunting Ground, also wo ganz viele Monster sind, gehen und werde einfach sterben. Ja. Weil ich nicht so gut bin wie die Spieler. Ja. Also ich könnte auch gar nicht überleben ohne diesen God-Spell. Also das muss man auch mal ehrlich sagen. Weil man muss sich ja auch mal vor Augen führen, die Spieler, es gibt ja wirklich sehr einige Spieler bei Twitch oder sonst wo, die
die spielen das sehr intensiv. Ja. Also wir haben ja nicht ohne Grund auch ein Community Management, die sich auch mit diesen Spielern auch befasst und und die sind einfach unglaublich stark. Die spielen das halt mal seit 10, 20 Jahren oder so. Also lass es mal 10 Jahre sein, was schon viel ist. Ich komme da gar nicht hin an den. Ja. Also, aber es geht nicht darum, besser oder schlechter zu sein als jetzt der Spieler, aber einfach, ich möchte halt etwas testen, ich möchte eine Logik angucken und da brauche ich halt gewisse Godspells, die mir dabei helfen. Ja. Und auch wichtig ist bei uns, dass wir auch mal, wir testen ja nicht den ganzen Tag, dass wir auch mal diese Ideen quasi uns überlegen. Also Ideensammlung, Wissenstransfer hat einen großen Stellenwert bei uns. Dass man sich gegenseitig die neuen Features vorstellt, das ist wirklich, das ist auch gut investierte Zeit. Also ja. Auf jeden Fall. Ja. Es ist ja so, ihr könnt ja noch so viel testen, aber der eine oder andere Fehler wird es ja immer ins echte Leben auch schaffen, ins echte Spiel schaffen. Hast du denn Das sind die Grundregeln vom Testen, dass man nicht alles testen kann. Genau, so ist es. Hast du also gut aufgepasst. Genau. Ja, so ein paar Sachen aus dem ICQB weiß ich noch. Habt ihr denn so ein, zwei Highlights, wo du sagst, das ist echt ein funny Error, der es ins echte Leben geschafft hat? Oder der durchgerutscht ist. Ja, man muss... oder man kann auch sagen, es gibt ja auch am Ende von so einem Release auch manchmal die eine oder andere Anpassung, wo du dann sagst, okay, das wird jetzt angefasst und ich kann ja jetzt nicht das komplette Produkt nochmal neu testen. Bei null, also passiert ja auch während so einer Testphase was. Da kann schon mal was durchrutschen und da ist auch keiner böse auf den anderen. Also das ist auch wichtig. Aber es gibt natürlich so lustige Sachen. Also vor meiner Zeit hat mir mal jemand gesagt, es gab dieses Furzkissen im Spiel. Also es gibt tatsächlich ein Furzkissen. Also es ist natürlich wir reden von einem Hardcore Massive Multiplayer Online Role, also MMORPG, ein Roleplay-Game, aber natürlich als man nimmt sich ja auch gerne mal selbst ein bisschen auf die Schippe. Da gibt es dann zum Beispiel so ein Furzkissen gab es, oder gibt es immer noch. Und du kannst die halt übereinander stapeln und dann pupsen die halt, wenn du 3 übereinander stapelst, 3-mal, 100-mal, 100-mal. Und es gab halt Spieler, die haben es ein bisschen übertrieben und da hat damals scheinbar keiner dran gedacht, dass irgendein Datentyp dann gecrashed ist, weil sie halt irgendwie 1000 genommen haben. Also ich weiß nicht, ob es 1024, auf jeden Fall ist dann irgendwie der Client oder der Server gecrashed. Also das war halt schon irgendwie so. Oder ein Kollege hat mir jetzt auch gesagt, da gab es zum Beispiel so einen Bug, wo gab es so einen Cube, so einen viereckigen Cube und du konntest dann, also wie im echten Leben, wenn du einmal auf den Kopf haust im Spiel, dann wirst du bestraft. Ja. Und der konnte halt dem Spieler auf den Kopf hauen und konnte auf diesen Cube drücken und dann war er auf einmal weg. Ja. Also nicht so cool für den einen. Also genau. Oder es gab auch zum Beispiel so Sachen wie, wir haben so eine Eventinsel und wir haben halt wochenlang an dieser Eventinsel gearbeitet und irgendwie haben wir festgestellt, konnte keiner hin. Ja. Also es ist so, also es ist dann noch in der externen Testphase, glaube ich, aufgefallen. Aber, aber es war schon irgendwie, da wurde irgendwie mal so ein Zugang nochmal verändert, aus gutem Grund, aber dann hat man vielleicht nicht an irgendwas gedacht. Ja. Und dann kommt man da nicht hin. Das war halt blöd. Ja, solche Sachen können dann passieren. Ja, es gibt viele Sachen. Also, also, gut, aber wenn ihr wöchentlich released oder so ist oder Patches bringt, dann ist es ja auch, kann man solche Sachen dann noch beheben. Ne? Also schon, klar will man verhindern oder ist die Hoffnung schon, wenn du irgendwas released, ob es jetzt ein Patch oder ein neues Update oder beides, dass das Ding nicht einem direkt um die Ohren fliegt. Also da ist man natürlich, wir betreiben das, ich nenne es mal ernsthaft, es ist uns nicht egal, in keinem Fall. Also da steckt auch sehr viel Herzblut drin, spürt man auch so von den Entwicklern und von den Testteam auch. Und Ich glaube auch, das ist ja auch etwas, wenn ihr, 25 Jahre habt, wahrscheinlich eine Community, die auch da echt für das Spiel auch brennt, ne? Und die will man natürlich auch bei Laune halten. Würde ich halten. Behaupten, ja. Also die werden jetzt nicht so, wenn da jetzt so total buggy Version rauskommt, ne, dann sind die natürlich auch frustriert. Ja, ne? Ja, natürlich. Also wie gesagt, also wenn es gerade um so Sachen geht, wie dass irgendwie du ein Item verlierst, was sehr wertvoll ist, aus irgendeinem Grund oder du stirbst. Also das sind schon so kritische Sachen. Oder natürlich auch, wenn Spieler versuchen irgendwie, wie im echten Leben auch
Geld irgendwie zu kriegen, was ihnen nicht zusteht. Also da gibt es sehr viele Anomalien zur echten Welt. Also wenn du vor so einem, beispielsweise wenn du als Spieler vor einem NPC, also vor so einem Non-Player-Character stehst, der dir einfach was verkauft oder sowas, dann versuchst du halt als Spieler das Item, was er dir abnehmen möchte, vorher auf den Boden zu werfen, damit das dir nicht abnimmt oder so Späße. Okay. Ja. Also das wird halt ausprobiert. Da wird halt wirklich versucht, den zu verarschen. Ja. Also es ist okay. Also das, Ja, das genau. ist halt ist halt so. Ja, alles, was gemacht werden kann, wird gemacht. Ja, was alles, genau. Und manchmal denkst du, wow, also daran habe ich jetzt nicht gedacht. Also das ist halt so, aber das ist okay. Ja, super. Oliver, das ist echt ein spannender Einblick, den du uns hier gewährst. Und ich bin schon gespannt, was da dein Vortrag morgen noch drauflegt. Hier zum Game Test. Für mich, das eine oder andere bewegte Bild. Ja, genau. Ja. Also für mich als leidenschaftlicher World of Warcraft-Zocker ist das natürlich auch total spannend, mal zu sehen, wie testet man eigentlich ein Spiel. Das hat mir echt nochmal ein ganz anderes Bild drauf gegeben, würde ich vielleicht selber sogar gerne mal ausprobieren. Ja, also gerne. Also es ist halt natürlich, man muss ja vielleicht von der Grafik her, es ist halt 2D, aber es kommt mit der Tiefe. Also das ist wirklich phänomenal. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das Spiel so krass über die Tiefe geht und auch so gute Ideen hat, also wo die Grafik gar nicht so relevant ist. Also die Grafik ist uns nicht egal, aber im ersten Augenblick denkt man, boah, das sieht aber aus wie vor 20 Jahren. Aber es macht der Content halt. Und es ist auch ein erfolgreiches Spiel. Also hat auch einige Preise gewonnen, jetzt auch in der Computerspielbranche. Wir haben jetzt auch letztes Jahr einen Computerspielpreis gewonnen, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Nein, hast du nicht. Ich sag mal so, das ist ein Ritterschlag und also als bestes Studio deutschlandweit, und da haben sich wirklich alle, unterstelle ich jetzt mal, Mitarbeiter gefreut. Ja, super. Also das ist war super. Ist ja auch richtig so. Also das Spiel heißt Tibia, genau. Kann man mal googeln danach. Wir packen es auch unten in die Shownotes, kann man mal reinschauen, um mal auch in diese Welt einzutauchen. Genau. Ja. Super. Oliver, vielen lieben Dank, dass du hier warst im Podcast. Ja, vielen Dank auch. Ja, und viel Erfolg morgen bei deinem Vortrag. Ja, danke. Und viel Spaß noch. Ein bisschen aufgeregt, aber und viel Spaß noch bei der Konferenz. Ne? Ja, dir auch. Dankeschön. Danke, Richie. Ciao.